Die Einsamkeit, die so viel Stress erzeugt, oder? Das dann bis zum Tod führt. Und es ist da der Lokalmatador hier in Ulm, Dr. Manfred Spitzer, der ein ganz dickes Buch herausgegeben hat mit diesem Thema. In diesem Buch ist es wissenschaftlich bewiesen, dass viele Todesursachen, die Ursache bei der Einsamkeit liegt. Ich bin dem nachgegangen und habe sehr viele Dinge dann gesehen, wo aufzeigen, dass wir eigentlich seit Beginn, seit wir auf dieser Erde sind, nichts anderes kennen als Gemeinschaft. Wir konnten gar nicht überleben allein. Jetzt möchte ich gerne mit euch eine Geschichte teilen, wo dieses ganze Thema eingebettet ist. Und zwar gibt es in Italien einen Ort, der heißt Roseto. Dort haben sie so gelebt, ganze Familien zusammen in so Zweifamilienhäuser. Und die sind dort, etwa 1880, sind viele, waren arbeitslos und haben gehört von Amerika und haben sich dort zusammengetan als eine Gemeinschaft und haben dann da in Bogonia Mountains haben sie eine ähnliche Landschaft gesehen, wie sie es heimisch gefühlt haben in Italien und haben dort auch ein Roseto aufgebaut. Das war 1882. Und es ist dann ein junger Pfarrer gekommen, namens Pasquale Denisco. Und er hat sie ermuntert, dass sie Getreide anbauen, dass sie Schweine halten, dass sie Weinberge anlegen, dass sie Gebetskreise gründen und dass sie diverse Festivitäten veranstalten. Und die haben dann auch so Zweifamilienhäuser, also ganze Familien, die da gewohnt haben. Tagsüber war dieser Ort leer, weil alle arbeiten gingen, es waren alle in den Fabriken. Und am Abend dann, wenn sie von der Fabrik nach Hause gegangen sind, dann sind sie auf dem Weg, sind sie halt noch bei Freunden gesehen, Gespräche geführt, ein Glas Wein getrunken und sind dann nach Hause, sich umgezogen. Und als die Kirchenglocken geläutet haben, dann war das Zeichen, jetzt treffen wir uns auf dem Gemeindeplatz. Die Männer haben die Tische hingestellt und Stühle, die Frauen haben aus der Küche einfach das Essen mitgebracht und so haben sie sich jeden Abend gemeinsam gegessen und geteilt und einfach so dieses Leben geführt. Und das ging so bis 1960. Ein Arzt, Dr. Stuart Wolf, hat dann einmal einen Vortrag gehalten und sich nachher mit anderen Ärzten von Roseto zusammengetan. Und dann hat er von ihnen vernommen, dass sie eigentlich unter 65 Jahre überhaupt keine Herzkrankheiten hatten bei Männern. Nichts. Und es war in dieser Zeit, als in Amerika diese Epidemie war von Herzerkrankungen. Und das hat ihn erstaunt. Dann wollte er es wirklich wissen, hat das wissenschaftlich untersucht, warum dort auch die Eltern 30-40% weniger Erkrankungen hatten. Die meisten sind einfach altershalber dann im Frieden gestorben und konnte sich das nicht erklären. Er dachte zuerst, dass es genetisch sei. Dann hat er noch andere aus Rosette gefunden, in anderen Teilen von den USA, aber die haben wie der Durchschnitt von den Amerikanern ihre Krankheiten gehabt. Also konnte es nicht an den Genen liegen. Dann hat er es gedacht, ja, das muss die Ernährung sein. Olivenöl. Dann hat er da all die untersucht, was die essen, wie die kochen und so. Und da hat er gesehen, dass die gar kein Geld hatten zum Olivenöl kaufen. Also
Die haben Schweineschmalz, haben sie da genommen zum Anbraten. Und, was natürlich nicht toll ist, aber die meisten haben geraucht und waren fettleibig. Und trotzdem waren die so gesund. Bis er dann wirklich darauf kam und gesehen hat, wie die so miteinander gelebt haben. Ihr Ziel war es ja, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden. Und dann ist, kurze Zeit später, ist eben das eingetroffen, dass die Jungen plötzlich mehr Geld hatten. Und weil sie plötzlich mehr Geld hatten, haben sie ein eigenes Eigenheim gekauft, ein Einfamilienhaus mit einem eigenen Swimmingpool, eingehakt, oder? Und sie nicht mehr so gemeinschaftlich unternommen haben und zusammen waren. Sie haben auch abgemacht nur noch übers Telefon. Fernsehen kam, also waren sie am Abend vor dem Fernseher. Und es ging keine 10 Jahre. Und die hatten schon dann einige Herzerkrankungen schon mit 45. Und auch die anderen Krankheiten, das ist dann 30-40%. Das Dreifach haben die dazugenommen. Und das ist schon so für mich so ein klassisches Beispiel, oder? Wo zeigt, wie die Menschen, wenn sie diesen Lebensstil annehmen, wie sie dann krank werden, wie das krank macht. Sie haben wissenschaftlich herausgefunden, wie sehr ein gemeinsames Beten oder gemeinsames Singen, ein gemeinsames für etwas Sein, wie das die Gesundheit fördert, wie das Hoffnung gibt, eben nicht alleine für das Gute dazustehen. Oder? Sobald wir beginnen, füreinander da zu sein, einander dienen, oder? Werden wir glücklich und werden gesund.